Am Anfang vom FEC schon gesagt, dieses Jahr der letzte FEC war viel leichter. Mehr Leute, mehr Konkurrenz, schlimmere Inflation. Und letztendlich hängt es immer davon ab, dass man Glück hat, ja. Der einzige Unterschied zwischen dir und irgendjemand anderem ist, dass der viel weiter ist, dass er besser gedroppt hat, höchstwahrscheinlich. Also, zumindest wenn du jetzt Farmer vergleichst. Ich meine, wenn jemand sein Geld mit Level-Service macht, dann ist das natürlich nicht der Unterschied. Sondern dann hat er einfach mehr gegrindet und halt Level-Service gemacht. Aber wenn du jetzt halt zwei Leute vergleichst, die im Endeffekt genau das Gleiche machen, und ich meine, es gibt ja viele Leute, die farmen eher Dungeons und Mobs und so und sind eher weniger am Resellen und so oder am Level-Service machen. Also wenn du jetzt zwei Leute vergleichst, die den gleichen Weg gehen, dann ist meistens oder eigentlich immer der Hauptunterschied, dass der eine mehr Glück hatte als der andere. Weil bei Dungeons spielt es ja keine wirkliche Rolle, das sieht man ja immer wieder bei den Leuten, die sich beschweren. Es spielt keine wirkliche Rolle, ob du jetzt Kriton 50 Mal gemacht hast oder 80 Mal. Also natürlich spielt es schon eine Rolle, aber man kann auch einmal Kriton töten und einen Doppel-Lamprey droppen und ein anderer tötet 100 Mal Kriton und droppt nur einen Slayer of Fairness. Dann hat der eine im Lotto gewonnen, 200.000 F-Coin abgecasht und der andere hat 500 Mio und sonst gar nichts. Das ist halt einfach Glück. Und das kannst du dich beeinflussen. Und ich sag mal so, ich hatte eigentlich jede Woche früher oder später schon ziemlich Glück. Letzte Woche gar nicht. Da war der beste Drop eine Bloody Cloud. Diese Woche nur noch einen Tag übrig und nur einen einzigen guten Drop gehabt. Einen Brilliant Amethyst. Aber so ist das halt. Es ist reines Glück oder eben Pech. Gut, man kann halt natürlich sein Glück beeinflussen, indem du halt mehr farmst oder mehr spielst. Je mehr du spielst, je mehr Möglichkeiten du kreierst, wo du Glück haben kannst, desto mehr Glück wirst du auch haben. Aber man kann ja nicht jeden Tag 10 Stunden spielen. Deswegen ist ja diese Anfangszeit recht wichtig, dass man möglichst seine Zeit so verlagert, dass man möglichst den Serverstart gut ausnutzt, weil da die Items halt auch immer noch mehr Wert haben. Und das heißt, wenn du da extrem viel spielst und dein Glück quasi probierst ein bisschen zu erzwingen, dann muss es auch gar nicht so viel Glück sein, dass du da relativ viel rausholen kannst. Wenn im Vergleich du jetzt wenn du jetzt anfängst und genauso viel spielst wie ich am Anfang, da bräuchtest du schon arsch viel Glück, um auch nur in die Nähe von dem Geld oder von dem Fortschritt zu kommen, weil am Anfang vom Serverstart tötest du in der ersten Woche 3-mal Clockwalks und hast gefühlt 10.000 F-Coin. Gefühlt. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber übertrieben viel Geld für das, was du tust. Du tötest einfach nur Clockwalks, einen Boss, der nahezu irrelevant ist, langfristig. Und wenn du es jetzt machst, naja, selbst wenn du ein Inti-Red plus 3 droppst, wirst du wahrscheinlich weniger Geld insgesamt bekommen, als der andere Typ, der relativ normal gedroppt hat. Also kein plus 2, kein plus 3, höchstens vielleicht Boots und Gowns oder so. Und das Endergebnis wird nahezu identisch sein. Obwohl der eine fett Glück hatte und der andere gar nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Serverstart mitnimmt. Weil da muss man gar nicht viel Glück haben, um trotzdem verhältnismäßig viel rauszubekommen. Wenn du, wie gesagt, das gleiche jetzt machst, musst du verdammt viel Glück haben, um auch nur ansatzweise das gleiche rauszubekommen. Mit der gleichen Zeit. Einzige Ausnahme von diesem ganzen Zeug ist eigentlich Level-Service, weil Level-Service und Resell, das ist halt relativ unabhängig von Glück. Der Einstieg ist halt schwierig. Bei beidem. Level-Service brauchst du ziemlich gutes Equipment. Und Resellen brauchst du halt ein bisschen einfach finanzielle Grundlage. Du kannst halt nicht mit nichts resellen. Du brauchst ja erstmal ein bisschen Kohle. Und je mehr Kohle du hast, desto leichter ist der Anfang. Aber wenn du jetzt rein dich auf Farmen beziehst, also ich sag mal so in Anführungszeichen das eigentliche Spiel spielst, in Anführungszeichen,
dann ist es immer wichtig, dass man möglichst früh anfängt. Weil Glück, wie gesagt, kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, wie viel Glück du brauchst, um, keine Ahnung, um einen gewissen Grad an Equipment zu erlangen. Und der ist halt am Anfang ziemlich niedrig, da brauchst du eigentlich so gut wie gar kein Glück. Da reichen schon oberflächlich gute Drops aus. Zum Beispiel ganz am Anfang eine Bloody Cloud zu droppen. Wobei, zugegebenermaßen, eine Bloody Cloud ist eigentlich immer ungefähr gleich viel wert. Im Penya, in F-Coins. Aber es reichen schon die kleinen Dinge, die jetzt gar nicht so ultra selten sind. Oder auch bei Kriton. Am Anfang Brilliant Amethyst 4.000 oder 5.000 F-Coin wert gewesen. Jetzt ist er weniger als 1.000 wert. Also er ist auch bei minus 80% seines ursprünglichen Wertes. Oder seines erstmaligen Wertes. Das heißt, jetzt musst du 5 Brilliant Amethysts droppen und vor 2 Monaten einen, um den gleichen Wert zu bekommen. Also brauchst du jetzt so gesehen 5-mal so viel Glück, um den gleichen Wert zu kriegen. Das ist halt schon heftig. Und ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Deswegen Serverstart. Super wichtig.